wir in Philippi an Bord. And we stayed a week at the end. Und dort blieben wir für eine Woche. Something's changed. Da hat sich was verändert. What's changed? Was hat sich verändert? Luke joined them. Luke will have joined Yes. them at that point. The words go from third person to personal. Es geht aus der dritten in die erste Person, also es wird persönlich. It will change back to third person. It'll come back to first person. Es wird wieder zurück in die dritte Person gehen und dann wieder zur ersten Person. Okay, so the author has joined them at this point. Der Autor ist jetzt zu dem Zeitpunkt bei ihm dabei. And it seems like in this time, it seems to hub around Troas. Und es scheint, dass es sich um Troas umdreht. They'll kind of journey on and then it'll go third person. Und dann reisen sie weiter und es wird wieder dritte Person. They'll come back around here, Troas, and it'll again for a little while pick up as first person. Und dann kommen sie wieder nach Troas und dann wird es wieder ein bisschen, verändert sich wieder. So Luke is probably hanging out around Troas somewhere. Also Lukas hängt wahrscheinlich irgendwo um Troas rum. Okay? So pay attention when you read Acts. Watch out for those little words. Also wenn ihr auf diese kleinen Worte aufpasst, ist gut, wenn ihr... Anyways, Paul gets the Macedonian vision and he starts to head up to Macedonia. Also Paulus geht nach Mazedonien da hoch. Where am I? Oh, maybe I jumped ahead, but anyways. That was later. But I was just showing you an example, sorry. No, das ist erst später. Ich wollte nur ein Beispiel zeigen. I think it happens here again. I got on the wrong thing. Bin ich an die falsche Stelle gerutscht. Ich glaube, das passiert immer wieder. So it's chapter 16, Kapitel 16. verse 9, that Paul gets the vision of the Macedonian man. Da hat Paulus das erste Mal den Eindruck des mazedonischen Mannes. And so it's verse 10 that we have the first week. Vers 10 haben wir das erste hier. So we decided to leave to Macedonia at once, having concluded that God was calling us to preach the good news there. Und so beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Alright, so they board a boat to Troas, and they sail straight across to the island of Thamyris. Also sind sie von Troas aus weitergereist. And then they head up towards the mainland and land in Neapolis. Sind nach in Neapolis angekommen. And there we reached Philippi, a major city of that district of Macedonia, and a Roman colony. Von dort aus erreichten wir Philippi, eine größere Stadt in der Provinz Mazedonien, eine römische Kolonie. Dort blieben wir mehrere Tage. And we stayed there several days. On the Sabbath, we went a little way outside the city to a riverbank, where we thought people would be meeting for prayer, and we sat down to speak with some women who had gathered there. One of them was Lydia from Thyatira, a merchant of expensive purple cloth, who worshipped God. As she listened to us, the Lord opened her heart, and she accepted what Paul was saying. She and her household were baptized, and she asked us to be her guest. If you agree that I am a true believer in the Lord, she said, come and stay at my home. And she urged us until we agreed. Am Sabbat gingen wir ans Ufer eines Flusses, etwas außerhalb der Stadt, weil wir annahmen, dass die Einwohner hier zum Gebet trafen, und wir setzten uns hin, um mit einigen Frauen zu sprechen, die dort zusammengekommen waren. Eine dieser Frauen war Lydia aus Thyatira, die mit kostbaren Purpurstoffen Handel trieb. Sie war keine Jüdin, hielt sich aber zur jüdischen Versammlung. Während sie uns zuhörte, öffnete der Herr ihr das Herz für die Botschaft, die Paulus verkündete. Sie ließ sich zusammen mit allen, die zu ihrem Haus gehörten, taufen und bat uns, ihre Gäste zu sein. Wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ich dem Herrn treu bin, sagte sie, dann kommt und bleibt in meinem Haus. Und sie drängte uns so lange, bis wir nachgaben. Okay. Couple of things there. Now we're in Philippi. Jetzt sind sie in Philippi. Paul's going to start a church, Paulus fängt eine Kirche an. and later when he's in prison in Rome, he's going to write a letter to him. Und als er später im Gefängnis in Rom ist, schreibt er ihm einen Brief. And this letter will become known as Philippians. Und das wird der Philipperbrief. Okay? So, we get a lot of historical background, what's going on, at least a good glimpse of it here. Wir kriegen hier so ein bisschen historischen Hintergrund, was da lief. Okay, it says here that Philippi was a Roman colony.
Es steht hier, Philippi ist eine römische Kolonie. What a Roman colony is a place designated typically after soldiers would complete their service in the Roman army, they would give them land in an area. In einer römischen Kolonie wahrscheinlich typischerweise, nachdem ein Soldat, ein römischer Legionär seinen Dienst beendet hat, kriegt er irgendwo im Land kriegt er irgendwo ein Stück Land. And one of these areas was Philippi. Und Philippi ist so eine Gegend. Okay, so the city is going to be very loyal Roman. Die wird sehr romtreu sein, die Gegend. And the Roman Empire probably trusts Philippi because it's retired soldiers. Und deswegen vertraut Rom wahrscheinlich den Philippern, weil das alles ausgebildete Soldaten sind. So Roman colonies had a special status where really the Romans didn't really do, at least the Rome didn't really manage them very much. They kind of let them be. Ja, die Römer haben denen relativ freie Hand in der Verwaltung der Stadt gelassen, weil sie haben denen einfach vertraut. They really just trusted the rule themselves and be loyal. Die haben gesagt, das passt schon, die sind treu. Okay, so Paul comes along here. Und da kommt der Paulus hin. And what's Paul's strategy Und was ist die Strategie von Paulus, in evangelizing? um zu evangelisieren? Where does he go first? Wo geht er zuerst hin? Well, here a river, but generally speaking, who does he go to first? Und wo geht er nochmal hin? He goes to the Jews. Zu den Juden. So why did he go to the river? Warum geht er zum Fluss? Anybody know? So you're gathering. They're gathering. Why are they gathering at the river? Sie versammeln sich am Fluss. Warum am Fluss? All right. Do you know what it takes to make a Jewish synagogue? Wisst ihr, was es braucht, um eine jüdische Synagoge zu bauen? Does it take some Jews in a building? Braucht es Juden in einem Gebäude? I'm going to tell you what it takes to make a synagogue. Ich sag euch, was es braucht, um eine Synagoge zu bauen. In a city, In einer Stadt. Zehn jüdische Männer. 10 Jewish males are required to make a synagogue. 10 jüdische Männer sind nötig, um eine Synagoge zu machen. If you don't have 10 Jewish men, you don't have a synagogue. Wenn du keine 10 jüdischen Männer hast, hast du keine Synagoge. Got 50 Jewish women and 9 men, Hast du 50 jüdische Frauen und 9 Männer, you don't have a synagogue. hast du noch keine Synagoge. Sorry. Okay, so probably Philippi didn't have too many Jews though. Also Philippi hat wahrscheinlich nicht allzu viele Juden. Okay, so what if you have some Jews but not a synagogue? Was ist, wenn du ein paar Juden hast und keine Synagoge? They still want to do their prayers, Sie wollen immer noch beten, meet together, sich treffen. but Jews, they like to do a lot of ceremonial washing. Aber die Juden waschen sich ja zeremoniell sehr gerne. And so they get a place of prayer Also brauchen sie ist das ein guter Ort fürs Gebet. to meet for their meetings and praying, but they need to do ritual washing. Zum Treffen und Beten, aber sie müssen sich auch waschen. And they need live or running water. Und dafür brauchen sie laufendes, fließendes Wasser. So Paul goes into town, Also schaut der Paulus sich um, he sees there's not a synagogue, es gibt keine Synagoge, he knows there's probably some Jews around. aber es sind ein paar Juden da. So being the Jew that he is, Also als Jude goes down to the river on the Sabbath. geht am Sabbat zum Fluss. And sure enough, he probably finds a group of men, a few men and a bunch of women, Dann sieht er da eine Gruppe von ein paar Männern und auch ein paar Frauen, ceremonially wash themselves and pray. die sich zeremoniell waschen und beten. So if there's no synagogue, Paul is still going to the Jews first. Also obwohl es keine Synagoge gibt, geht Paulus erstmal zu den Juden. Question? Was there a question? Gab es eine Frage? Yeah. Why 10 months? Why? For what? Probably some tradition, Jewish tradition, but I don't know specifically why 10. Just the tradition that came up with that. Maybe look into that or Google that one. Wait, 10 months? Where does it? 10 men. 10 months. Oh. Okay. Why 10 men? Okay. All right. So one day, as we're going down to the place of prayer, Dann steht da eines Tages, als wir zum Gebet gehen, okay, they run into this slave girl who's possessed. begegneten wir einer Sklavin, die von einem Geist besessen war. The slave made their masters a lot of money, kind of fortune telling, Sie betrieb Raserei und brachte ihren Herrn dann viel Geld ein. but the
Spirit enters, proclaiming that these guys are men of the Most High God and probably causing trouble for them. Und der Geist in ihr rief aus, oh, das sind Männer Gottes und so weiter und hat irgendwie Probleme damit So verursacht. Paul cast the demon out of her. Paulus trat irgendwann den Dämon aus. The masters get mad because there goes their fortune teller. Die Besitzer sind sauer, weil da geht ihr viel Geld hin. No more telling of futures, no more fortunes for the master. Keine Wahrsagerei mehr, also kein Geld mehr. So they grab Paul and Silas, and these masters grab them and drag them before the authorities at the marketplace. Also packen sie die und bringen sie vor den Marktplatz, auf den Marktplatz vor die Aufpasser. This is the Agora, it's the center of town, it's the marketplace, it's where everybody meets and talks, etc. Der Agora, der Marktplatz, wo das Leben so passiert. Now they claim the city is in uproar because of these Jews. Die sagen, wegen diesen Juden ist die ganze Stadt in Aufruhr. They say, oh, they're teaching things against that's Roman custom. Sie sagen, sie lehren Dinge im Widerspruch zum römischen Bräuchen. Okay, again, these guys have special status, and in Rome, you're just supposed to keep the peace. Und ja, in Rom also sie sollen den römischen Frieden so halten. So anytime there's rioting or mobs, city officials will see an axe. City officials are going to try to quiet down as quickly as possible. Ja, und so eben, wenn immer Aufruhr da ist, dann versuchen die Leute das so schnell wie möglich abzubrechen und das zu beruhigen. Because the last thing you want is the Romans hearing about and coming marching in with their army. Denn das Letzte, was du möchtest, ist, dass die Römer davon hören und dann mit der Armee anrücken. At bare minimum, they'll probably use their authority. They'll lose the city officials will be kicked out of their authority. Und auf jeden Fall würden die Stadtältesten dann aus dem Amt geworfen. Worst case scenario, people are going to be beaten and killed. Im schlimmsten Fall werden Leute umgebracht und oder verprügelt. And we'll see, like with Jerusalem, worst case scenario, Romans will come and just flatten. Und im schlimmsten Fall sieht man dann in Jerusalem, wird die ganze Stadt eigentlich eingerissen. So city officials are, all right, just take these men and go back and beat them. Und die Stadtältesten sagen, ja gut, dann verprügelt sie mal. So Paul and Silas were beaten and thrown in jail. Also werden sie verprügelt und ins Gefängnis geworfen. All right, so there's this miraculous event that happens. Und dann kommt das Wunder. Okay, so, but the point that I want to get to is the next morning the city official says, okay, hopefully they learned their lesson. Und am nächsten Morgen sagen die Leute, ah ja, die haben jetzt bestimmt aus ihren Fehlern gelernt. So let them go. Lass es laufen. But Paul suddenly remembers something. Aber da erinnert der Paulus sich an was. He's a Roman citizen. Ist ein römischer Staatsbürger. Might have been helpful before you got beaten, Paul. Hätte hilfreich sein können, bevor sie dich verprügelt haben, Paulus. But he remembers this. Aber er erinnert sich dran. And Paul replies to these guys who say, okay, you're free, but just leave the city quietly, please. Und er sagt, und die Leute sagen ihm, ja gut, du bist frei, aber verdrück dich bitte jetzt leise. Paul says, they have publicly beaten us without a trial and put us in prison, and we are Roman citizens. Und er sagt, ihr habt uns verprügelt und alles ohne Gerichtsverhandlung. Ich bin Römer. So now that they want us to leave secretly, Ihr wollt, dass wir jetzt leise abhauen? certainly not let them come themselves to us. Am Arsch, lass die mal kommen. And when this was reported to the city's officials, the officials were like, oh, shoot. Und als die, I'm paraphrasing that. ja, als die Leute dann gekommen sind, haben die gesagt, Scheiße. Because now they're like, well, we did this because we didn't want the Romans, but now we denied the rights of Roman citizens. That's just as equally bad. Die haben gesagt, wir haben das jetzt gemacht, damit die Römer nicht kommen, aber jetzt haben wir Römern ihr Recht verwehrt. Dies ist genauso schlecht. So now the city officials have to come groveling up to Paul and Silas. I'm sorry, we're sorry, we're sorry, we're sorry. Und da sagen dann die Verwalter, du so leid, du so leid. Just please quietly leave. Bitte haltet einfach nur den Schnauze und haut auf. Okay. So Paul and Silas eventually move on, but this leaves a small church in Philippi. Und dann ziehen sie weiter, aber das hinterlässt eine kleine Gemeinde in Philippi. And you can see that sets up the church to be under persecution. Und das ist,
ist die Gemeinde, die dann unter Verfolgung leidet. That seed is planted in hostile territory. Das ist in einem feindlichen Gebiet ein Same. So when we get to Philippians, when you get into Philippians, Und wenn wir uns den Philipperbrief dann ansehen, we see that the church is facing persecution. dann merken wir, die Gemeinde leidet unter Verfolgung. Okay? So, again, later on, we can see if you read early in Philippians that Paul's probably writing from Rome. Und wenn wir uns den Philipperbrief ansehen, dann können wir davon ausgehen, dass er aus Rom schreibt. And Paul compares his kind of oppressions to their oppressions. Und da vergleicht er seine Leiden mit ihren Leiden. You know, but the church has grown within this persecution. Und die Gemeinde ist unter dieser Verfolgung aufgewachsen. So Paul says persecution is sort of a good thing. It makes you strong, weeds out. I mean, I think I'm applying it, weeds out the bad ones, but it's part of the calling. Und er sagt, ja, das ist gut, Verfolgung ist gut, das ist Teil unserer Berufung. But there appears to be some unity issues within the church at Philippi. Aber es scheint, als ob da keine gewisse Einheit fehlt in Philippi. Scholars say there's evidence that there may actually be multiple house churches in the city. Es kann sein, dass es da dass es zwar verschiedene Hausgemeinden gab in Philippi. And we'll see this some of the other epistles that these house groups were formed along sort of racial lines. Und man merkt, dass die sich irgendwo ein bisschen an Herkunft orientiert haben. There's probably a Jewish house church and a Gentile house church. Also wahrscheinlich eine jüdische und eine nicht-jüdische Gemeinde. One church really wants to eat bacon, another church really doesn't. Die einen wollen wirklich einen Schinken haben, die anderen wollen es wirklich nicht haben. So anyways, but we possibly have this whole circumcision and pagan Gentile tension going on between these two churches. Also haben wir wieder die beschnitten und unbeschnitten Heidenchristen Setting als Spannung da. Alright, so the main problem in Philippi is that the church is experiencing disunity while under persecution. Also das Hauptproblem ist, dass sie keine Einheit bilden, obwohl sie unter Verfolgung leiden. So chapter 2 of Philippians. Also Kapitel 2 in Philipper. Save time. I'll read it in English and German if you want to follow along. Deutsch einfach mitlesen, wir werden es nicht übersetzen. So Philippians chapter 2. Is there any encouragement from belonging to Christ? Any comfort from His love? Any fellowship together in the Spirit? Are your hearts tender and compassionate? Then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, and working together with one mind and purpose. Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourself. Don't look out only for your own interests, but take interest in others too. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave. He was born as a human being. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Therefore, God elevated Him to the place of highest honor and gave Him a name above all other names. That at the name of Jesus every knee shall bow in heaven and on earth and under earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, the glory of the Father. All right. So what Paul's saying here is, he's encouraging them. Ermutigt sie. He's saying, there's like this hymn, this poem he wrote in the middle here. Und da ist dieser Hymnus, den geschrieben hat. And to simplify it, Um es kurz zu fassen, if you're wrestling with each other, you're fighting with each other, wenn ihr miteinander kämpft, look at Jesus. schaut euch Jesus an. He is God. Ist Gott. Was God. Was ist Gott? But He didn't cling on to His title of divinity.
Aber er hat an seiner Heiligkeit nicht festgehalten. He, as God, humbled himself and came down to earth. Er als Gott hat sich selbst erniedrigt und gedemütigt zu uns. He, as God, was born in humble conditions. Er als Gott wurde in erbärmlichen Bedingungen geboren. He, as God, humbly served man. Er hat demütig den Menschen gedient als Gott. He, as God, bore a criminal's death of execution. Er als Gott hat einen kriminellen Tod auf sich genommen. He didn't hang on to his rights Er hat sich nicht an seinen Rechten festgehalten, to be divine. um heilig zu sein. He didn't insist on being divine royalty. Er hat nicht darauf bestanden, eine himmlische Herrlichkeit, himmlisch-königlich zu sein, In order to serve you, um euch zu dienen, to redeem you. um euch zu reinigen. Now, Jetzt, you, ihr as a man, als Menschen, whose only claim is to, thing you can cling on to is being a man, or human. wo ihr nur festhalten dran müsst, Mensch zu sein. If Christ can humble himself from divinity to serve another man, Wenn Christus sich so weit runterbeugen kann, um anderen Menschen zu dienen, you can humble yourself to serve another man. dann kriegst du das auch hin. You have no right to complain. Du hast kein Recht, dich zu beschweren. Whatever you face Was auch immer vor dir ist, is nothing in comparison to the sacrifice that Christ made. ist nichts im Vergleich zu dem, was Jesus gebracht hat. So don't be exalted in your own eyes. Also erheb dich nicht, Humble yourself. demütige dich, Serve the other man. dien den anderen. Because Christ did it in so much of a greater measure than you will ever have to. Weil Christus es so viel geiler gemacht hat, als du es je machen könntest. And this is how you find unity. Und so findet ihr Einheit. Okay? So, the message of Philippians is unity when you're stressed, when you're persecuted. Also die Botschaft ist, wenn ihr uneinheitlich seid, dann Maybe nobody's trying to arrest you for being Christian or persecute you, beat you, whatever, for being a Christian. vielleicht will keiner dich gerade dafür verfolgen, dass du ein Christ bist, But life is hard. aber das Leben ist schwer. You're stressed. Du hast Stress, You get tired. du wirst müde, You get hungry. hungrig. You know, there's just things thrown at you in life. Da gibt es einfach so Dinge in deinem Leben. And you start thinking about yourself. Wenn du über dein Leben, dich selbst It's nachdenkst, natural. das ist normal. You know, look at probably every DTS. Fast in jedem DTS. Yeah, first it's fun. Als erstes macht Spaß. 6 weeks in, Und nach 6, 7 Wochen there's some little fights between roommates. gibt es dann Kämpfe unter den Zimmerkollegen. You get over it. Und man kommt drüber. You go on outreach. Man geht dann auf einen Einsatz. It's great. You're traveling. Ist super cool, man ist am Reisen. God's moving. Gott bewegt was. Then you hit week 4. Und dann kommt Woche 4. And suddenly everybody wants to kill each other. Dann möchte jeder den anderen umbringen. And every DTS I've ever seen, In jedem DTS, das ich gesehen habe, somebody gets the word of the Lord. kriegt einer das Wort des Herrn. God says we need to be unified. Gott möchte, dass wir einheiten. Sound familiar? Klingt das bekannt? Yeah? Okay? Yeah? Yeah? Week 4, they come on outreach, and there they are, all fighting. Nach Woche 4 sind die immer am Streiten. They're tired, they're hungry, Sie sind müde, hungrig, they want a comfy bed, they want a nice shower. ein gemütliches Bett, eine gute Dusche. The Americans want a cheeseburger. Die Amerikaner wollen einen ordentlichen Hamburger. The Easterns really want some rice. Die östlichen Leute wollen wirklich so ein bisschen Reis. And they're all fighting. Und die sind alle am Streiten. Some people want to do this, Manche wollen das, others want to do that. andere wollen jenes. So how do you be unified? Wie einst du dich jetzt da? Go back to our church environments at home, where everything's comfortable. Gehen wir zurück in das Gemeindeverhältnis, wo alles gemütlich ist. There's infighting in churches all the time in every church. Und es gibt Streitigkeiten in allen Gemeinden zu allen Zeiten. And everybody's saying we need to be unified. Und dann sagen wir müssen uns vereinen. But if you can't agree, how do you be unified? Aber wenn du dich nicht einigen kannst, kannst du da nicht einigen. Essentially, when there's an argument with the 2 point of views,
How do you become unified? Besonders wenn du das Problem hast, dass es zwei Blickwinkel gibt, wie einst du dich da? I don't know. Keine Ahnung. Nobody seems to know. Keiner scheint es zu Everybody wissen. loves unity, but then they realize that, well, we don't all agree on the same thing, so we're not unified. Alle lieben Einheit, aber irgendwie will sich keiner auf was einigen. Here's the clue. Paul gives us, I think, the answer. Paulus gibt uns hier eine Antwort. Well, at least the closest as we can get. Oder so nah wie es nur geht. So nah dran wie es nur geht. Humble yourself Demütige dich selbst and serve your fellow man. und diene den Mitmenschen. Okay? I told you, I'll show you a little bit later, I worked on the YWAM ship. Next wave. Ich habe ja erzählt, dass ich auf dem Hirtenschiff gearbeitet habe. Alright, take this base, Nimm diese Base shrink it down to a length of the ship that's about 30 meters long. und schrumpf es auf The living space is about 30 meters. auf einen Lebensraum, der ungefähr 30 Meter lang ist. Put everybody in it, Alle rein, get your small little bunk, krieg dein kleines Stockbett and put it to sea. und dann pack's aufs Meer. No going for walks, Nicht kein Raum zum Laufen, no going out for a beer, kein Bier, no going out to the lake or wherever. nicht zum See gehen oder sonst was. You're there. Da bist du. So it's essentially the YWAM pressure cooker. Also sozusagen der JMM Hochdruckkocher. So all the challenges of YWAM base compact and nowhere to run to. Alle Probleme einer JMM-Zentrale auf engem Raum festgehalten. How do you be unified in that environment? Wie vereinst du dich in so einem Verhältnis? Trust me, you live on a ship, you understand why sailors have a reputation for drinking. Wenn ihr auf einem Schiff seid, dann versteht ihr, warum Seeleute einen Ruf dafür haben, Trinker zu sein. You pull in the port and everybody just wants to head to the pub. Du kommst in den Hafen und alle wollen nur noch in den nächsten Pub rein. Okay. So, there's this question, and I wasn't even there for it, but somebody told me a story about the most unified time on the ship. Und jemand hat mir die Geschichte von der größten Einheit auf dem Schiff erzählt. And it wasn't a time when everybody had the same thoughts. Und es war nicht die Zeit, wo alle die gleichen Gedanken haben. It wasn't the time when everybody was best of friends. Es war nicht die Zeit, wo alle die besten Freunde waren. Probably in this time, most of those people don't even interact with each other anymore. Zu der Zeit wollten die meisten wahrscheinlich nicht mehr miteinander interagieren. But they said it was the most unified time. Aber es war dennoch die einheitlichste Zeit. Why? Warum? Because for some reason in that time, everybody was willing just to serve one another. Weil zu der Zeit jeder willig war, den anderen nur zu dienen. It says if you sat more than a couple minutes with your plate, done with your meal, somebody would have picked it up and took your kitchen for you. Das heißt, wenn du dich hingesetzt hast und fertig mit deinem Essen warst, jemand hat dir wahrscheinlich einen Teller weggenommen und für dich gewaschen. You're overloaded with your own duties and you're just, oh no, I have to do work duty, and somebody would just say, don't worry about it, I'll do your dish duty tonight, don't worry about it, it's fine. Und wenn du so viel vor dir hast mit deiner Arbeitsdienst und dann macht jemand dir, spült dir dein Geschirr oder so und sagt, passt schon. Your duty's overwhelming and somebody says, yeah, sure, I can just help you with that real quick, not a problem. Und wenn was für dich überwältigend ist und jemand sagt, ah nee, passt schon, da helfe ich dir, das ist kein Problem. The crew just served one another. Die Crew hat einfach nur einer dem anderen unterstützt. The ship was unified. Das Schiff war eine Einheit. There's different passions for different departments and different ministries. Unterschiedliche Leidenschaften für unterschiedliche Dienste. But everything went because everybody just served one another. Aber alles hat funktioniert, weil alle einander gedient haben. The fact is, we're never going to agree on everything. Es ist Fakt, wir werden uns nie alle überein sein. I'm going to be passionate about teaching about evangelism, Ich bin sehr leidenschaftlich darüber, über Evangelisation zu reden. teaching the Bible. Oder über die Bibel zu reden. My teammate's passionate about evangelism. Und mein Kollege ist leidenschaftlich über Evangelisation. I am not. Und ich nicht. Another teammate loves taking prayer walks. Ein Team liebt Gebetsspaziergänge. Another person wants to go to refugee camps. Die nächsten wollen zu Flüchtlingslagern. Another person wants to do this. Und der andere will das. And we all want everybody to go along with us. Und wir wollen alle, dass alle mitkommen. I'm tired, I don't care, I don't speak German, I don't want to go out. Bin müde, kein Bock, ich will nicht mehr, ich sprich kein Deutsch. Okay? I try to speak Deutsch and my wife laughs at me.
Wenn ich versuche, Deutsch zu reden, dann lacht meine Frau mich aus. Like she tries to get me to teach Deutsch because she wants to laugh.